Bei all der Hektik, die wir tagtäglich in unserer Alltagsroutine erleben, ist es leicht zu vergessen, dass uns das große Geschenk gegeben wurde, eine einmalige, menschliche Erfahrung dieser Erde zu machen. Dass wir mit 8 Milliarden Menschen auf einem blauen Planeten durch das unendliche Weltall schweben und letztendlich nur ein winziger Punkt in einem ganzen Meer aus einzigartigen Welten sind. Dass wir uns dieser faszinierenden Tatsache als einzige Lebewesen bewusst sind und die Möglichkeit bekommen, das Potenzial unserer Einzigartigkeit zu entfalten. Wir sind in eine magische Welt hineingeboren worden, dessen Zauber wir oft nicht mehr wahrnehmen. Wir haben die staunenden Kinderaugen verloren und kennen das Gefühl der kindlichen Neugier nicht mehr. Oft rasen wir durch den Tag, um alle Punkte auf unserer To-Do-Liste abzuhaken, aber haben selten ein Auge für das Glück, das wir in den kleinen Dingen finden. Für viele Menschen sind Zeitdruck, Stress und Sorgen, die die Gegenwart oder Zukunft betreffen, ein ständiger Begleiter. Aber wir sind nicht nur auf der Erde, um es hinzunehmen, in einer Umgebung zu leben, die ständig in Unfrieden ist und Ängste in uns auslöst. Unser Körper und unser Kopf muss von Frieden und Ruhe umgeben sein, um gesund zu bleiben. Wir sollten versuchen, uns eine Gegenwart zu kreieren, in der uns die negativen Gefühle nicht der Freude berauben, die wir selbst in unser Leben lassen können. Damit die Sorgen und der Stress des Tages uns nicht die einzige Zeit im Hier und Jetzt, die wir bewusst wahrnehmen können, nehmen kann. Für jeden Menschen sind es kleine, individuelle Dinge, die einem Ruhe und inneren Frieden schenken und die den Alltag durch kleine Glücksmomente bereichern. Mir hilft besonders die Atmosphäre der herbstlichen Jahreszeit, um Gemütlichkeit zu schaffen und kleine, bewusste Momente am Tag zu kreieren, die mich glücklich machen. Dazu gehört für mich zum Beispiel, morgens früh genug aufzustehen, damit ich noch Zeit finde für die Dinge, die für mich zu einem guten Start in den Tag gehören. An dunklen und regnerischen Tagen Kerzen anzuzünden oder eine Duftlampe mit ätherischen Ölen, um zu genießen, wie der Raum sich in einen angenehmen Duft hüllt. Den Kaffee oder Tee aus meinem Lieblingsbecher wirklich ohne Ablenkung zu genießen. Dinge, die mir auf dem Herzen liegen oder Ideen, die ich habe, täglich in einem Notizbuch aufzuschreiben, um die Gedanken loslassen zu können. Meditieren oder eine andere Entspannungsübung machen, wenn es auch nur kurz ist, um neuen Raum in meinem Kopf zu schaffen. Mein Kind morgens mit Ruhe zu wecken und diese Momente bewusst als Kuschelzeit zu nutzen. Das Auto so oft wie möglich gegen das Fahrrad zu tauschen, um die Umwelt bewusst wahrzunehmen und mich in die Atmosphäre einzufühlen, die die Jahreszeit bietet. Wenn es wie jetzt gerade Herbst ist, liebe ich Spaziergänge im Wald, durch das bunte, herabfallende Laub. Dabei höre ich gerne entspannte Musik oder einen Wohlfühl-Podcast. Manchmal ist es aber auch schön, ohne Kopfhörer die Umwelt zu beobachten, den Himmel, die Bäume und die Stille zu genießen. Zu sehen, wie die Sonne durch die Blätter der Bäume scheint. Und wenn es regnet, selbst den Regen zu genießen und etwas Romantisches darin zu finden. Nostalgische Bücher zu lesen, selbst wenn es nur wenige Seiten am Tag sind. Oder Filme zu schauen, die einen in andere, wunderbare Welten verschlagen und die Fantasie anregen. Menschen bewusst mit einem Lächeln begegnen. Egal, ob es bekannte oder fremde Gesichter sind, die man auf der Straße sieht. Tiefgehende Gespräche mit Menschen führen, die mir wichtig sind
und immer wieder dankbar sein für die Dinge, die man zu oft als selbstverständlich ansieht. Welche kleinen Dinge sind es für dich, die dich im Alltag entschleunigen und dich mit positiver Energie erfüllen? Schenke diesen Momenten deine volle Aufmerksamkeit. Spüre in dich hinein und finde bewusst Zeit für die Dinge, die dir, deinem Körper und deiner Seele gut tun. Das ganze Leben ist eine Abfolge von Momenten. An manche wirst du dich erinnern können. Viele Erinnerungen werden verblassen. Mache dir die Vergänglichkeit der Zeit und all dieser Momente jeden Tag bewusst, die zur Gesamtheit der Erinnerungen beitragen, die du in der Retrospektive auf dein Leben hast, und versuche sie deshalb ganz besonders in dich aufzusaugen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.